Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einem neuen kleinen Spiel, das ist heute rausgekommen. So langsam geht es ja in Richtung Halloween. Und wir trauen uns ran an Slay the Princess. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommen wird. Bei allem, was ich so gelesen habe, wird man verdammt oft sterben. Und gerade eben bei den ersten paar Warnungswörtern über dieses Spiel wurde dann auch gesagt, dass es eigentlich eine Love Story ist. Da bin ich mal sehr gespannt, was und wie viel Liebe uns erwarten wird. So fängt es auch schon direkt an. Dabei haben wir das Spiel noch gar nicht richtig gestartet. Das werden wir aber jetzt machen. Und dann schauen wir mal rein, was uns die gute Prinzessin alles antun wird. Oder wie ihr. Mal schauen. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Okay. Also wir sind auf einem Weg im Wald und am Ende des Weges gibt es eine Hütte. Cool, das bewegt sich sogar ein bisschen. Und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ja, wir sind hier, um sie zu töten. Wenn wir das nicht tun, wird es das Ende der Welt sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles übersetzen soll oder nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, es ist unnötig. Ich weiß halt nicht, wie viele dem Englischen mächtig sind. Deswegen werde ich es zumindest versuchen. Mein Englisch ist jetzt nicht perfekt. Gibt sicher Wörter, wo ich nachher ein bisschen am Struggeln bin, aber ich versuche es mal. Na, hier können wir das erste aussuchen. Explore, Erkundung. Ach du, wow. Okay. Das ist eine Menge. Wir können Explore, das Ende der Welt. Wovon sprichst du? Hast du mal überlegt, dass es vielleicht der einzige Grund ist, dass die Welt zu Ende geht, weil sie gefangen ist? Okay. Prinzessin töten klingt schlecht, oder? Kann jetzt nicht jemand anderes machen? Vergiss es, ich mach das nicht. Hast du vielleicht mal überlegt, dass es für mich in Ordnung ist, wenn die Welt untergeht? Kriege ich irgendeine Belohnung dafür? Oh, danke, dass du mir sagst, was ich machen soll. Oh, schön. Ich wollte schon immer ein König sein. Moment, warte, nee, das heißt total was komplett anderes. Ja, ich wollte schon immer einen Monarchen umbringen. Viva la Revolution. Das heißt es. Ja, wir können auch still einfach weitergehen oder wir können uns rumdrehen und gehen. Ich würde sagen, ja, fürs erste Spiel fangen wir einfach mal da oben mit an. Das Ende der Welt. Und redest du da? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Ich rede davon, dass alles zu Ende sein wird, was wir kennen. Keine Vögel, keine Bäume, keine Menschen, beziehungsweise das Schlimmste daran ist, dass es keine Menschen mehr gibt. Also musst du ihr ein Ende setzen. Aber wie kann eine eingesperrte Prinzessin in einem Keller der Welt ein Ende bringen? Wir machen das jetzt einfach mal. Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Halt dich nicht mit den Details auf. Du hast eine Arbeit zu machen. Mach es, geh hin und wenn alles fertig ist, wunderbar. Wir zählen auf dich. Okay, hast du irgendwelche Beweise, worauf du das Ganze stützt? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey.
Schau mal. Du bist jetzt schon auf diesem Weg, der da zu dieser Hütte führt. Du wärst nicht hier, wenn es nicht sehr wichtig wäre, oder? Also, wenn du schon soweit bist, dann geh dahin und beende deine Reise. Okay. Ich würde sagen, wir fragen mal nicht mal mehr nach, sondern wir würden tatsächlich einfach mal weitergehen. Weil ich total neugierig bin, was You uns make your way erwartet. up the short path to the cabin. You'll find the princess within. So, es gibt noch diesen kurzen Weg da hoch zu dieser Hütte. Und da werden wir die Prinzessin finden. Warning, before you go any further. Noch eine Warnung, bevor du weitergehst. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Sie wird lügen, sie wird betrügen und sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich aufzuhalten, sie zu töten. Glaub ihr kein einziges Wort. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Voice of the Hero, das waren wir. Okay. Wir haben also jetzt gesagt, wir haben uns jetzt quasi selber gesagt, dass wir das nicht machen werden, weil das halt nicht in Ordnung ist. Sie ist schließlich eine Prinzessin und wir sind dazu bestimmt, die Prinzessin zu retten und nicht sie zu töten. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Okay, nein. Das waren nicht wir. Der Hero ist irgendwas anderes noch mit dabei. Also der Erzähler sagt uns jetzt, wir sollen den Helden ignorieren. Er weiß nicht, was er sagt. Wir gehen mal weiter. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Okay. Also, wie man es hier auch schon sieht, das ist halt nicht eingerichtet, das Ganze. Es gibt auch... alles ist staubig und überall ist Staub, selbst auf der Wand, also ein bisschen Staub, alles. Das sieht man schon, dass das alles ein bisschen sehr lange nicht benutzt wurde. Wir haben hier den Tisch und da drauf gibt es dieses Pristine Blade. Ich würde jetzt einfach mal das als Dolch übersetzen. Ahnung, ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, ein Opferungsdolch, ich weiß es nicht. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ja, wir brauchen diese Klinge, um das zu machen, was wir machen sollen. Also nehmen wir es natürlich auch mit You take uns. the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Ja, richtig. Wir nehmen es, weil sonst wäre es schwierig, sie zu töten, um die Welt zu retten. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Okay, also wir gehen runter und die Treppe wird halt so ein bisschen beleuchtet durch ein bis jetzt noch nicht wahrgenommenes Licht, was dort unten ist, und die Luft ist ziemlich schwer und es riecht ein bisschen modrig, verrottend, und ja, die Prinzessin zu töten wäre sehr wahrscheinlich so, als würden wir ihr einen Gefallen tun, wenn sie hier wirklich lebt. Her voice carries up the stairs. Ah, okay, ihre Stimme. Who's there? Wer ist da? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Ihre Stimme klingt gefährlich. Es klingt fast schon, als wäre sie diejenige, die uns vielleicht gleich umbringt, beziehungsweise die hier Don't let it das fool Sagen you. hat. It's all part of the manipulation. Ja, wir sollen uns nicht verarschen lassen. Will uns manipulieren. Wir können hier antworten mit Hi. Just checking in on you. Also
wollte nur mal nachsehen, wie es dir so geht. Hallo, ich bin hier ich denke, ich bin hier, um dich zu töten. Oder wir gehen einfach stillschweigend runter. Ich würde sagen, wir begrüßen sie einfach mal mit einem Hi zuerst. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Ja. Sie möchte, dass wir ankommen, sie kennenlernen. Sie hatte schon lang keinen Besuch mehr. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Okay. Also, das ist jetzt beschrieben, was wir hier sehen. Sie ist dort angekettet. Wir haben gerade Augenkontakt mit ihr. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Okay, sie ist kühl und schön. Ist sie wirklich eine Gefahr für diese Welt? Es ist wieder diese Stimme des Helden. Focus on the task at hand. Der Erzähler sagt uns direkt, wir sollen uns fokussieren. And there you are. Are you here to kill me or something? Okay. Sie spricht also sofort an, ob wir da sind, um sie zu töten. Was? Niemals. Warum denkst du, dass wir das tun wollen? That giant knife you're holding kinda gives it away, doesn't it? Ja, okay. Sie sagt, das große Messer, was wir da festhalten, das wäre ein ziemlich guter Grund dafür. Ich habe jetzt auch ein bisschen zu schnell eben drauf gedrückt. Eigentlich wollte ich erst noch gucken, was da sonst steht. Aber jetzt sind wir auf dem Weg. Of course she doesn't want to talk. Who'd want to have a conversation at knife point? We should drop it. Okay. Die Stimme des Helden möchte, dass wir die Klinge fallen lassen. Wer will auch schon eine Konversation führen, wenn eine Klinge dort auf einen gerichtet wird? Wir sollen es fallen lassen. Don't you dare. Und der Erzähler sagt uns sofort, das sollen wir uns bloß nicht It's wagen. fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. But killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Der Held, der möchte natürlich erstmal mit ihr reden, weil vielleicht ist sie gar kein Monster und jemanden einfach so kaltblütig zu ermorden, das ist nicht, das sind wir nicht. Wir hören mal auf den Helden und droppen es. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Ja. Thank you. Maybe now we can just talk. Genau, jetzt können wir einfach reden. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Ja, wir gehen also gegen unseren besseren Wissen zu ihr und sind unbewaffnet. We'll be fine. Der Held sagt, wir sind damit fein, wir sind sicher. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Der Erzähler ist jetzt ein bisschen enttäuscht, aber er ruft uns nochmal in Gedanken, dass wir sicher gehen sollen, dass wir die Klinge auf dem Boden nicht vergessen, wenn wir sie brauchen sollten. So here we are. What an awkward start to a relationship. Tja, seltsamer Start für eine Beziehung. Okay. Ja, es ist wirklich seltsam. Eine Beziehung. Wie kriege ich dich hier raus? Ich bin hier, weil du dazu bestimmt bist, die Welt zu beenden. Was haben wir noch? Da sind Leute draußen, die denken, dass du die Welt beenden wirst. Was hast du dazu zu sagen? Was ist dein Name? Ich glaube, das ist ganz gut. Wir fangen einfach mal mit dem Namen an. What's your name? She hesitates before answering. Okay. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Okay, sie ist also sehr eitel. Wir sollen sie einfach nur
die königliche Hoheit oder Majestät oder sonst sowas nennen. Note the lack of detail. You can't trust her. Ja, es gibt keine Details, was sie nennt. Das kann man nicht vertrauen. Okay. Aber stimmt. Königliche Hoheit, Majestät. Da sind wirklich keine Details dabei. Zumal sie danach gesagt hat, noch irgendwas Ähnliches. Okay. Wie kriegen wir die hier raus? You can't. Don't bother. Kannst du nicht. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Okay, sie denkt also, dass vielleicht ein Schlüssel hier ist. Und wenn keiner da ist, dann... Well, we can always put that knife to good use. Dann können wir das Messer benutzen. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Okay. Sollen wir ihr den Arm abschneiden oder was? She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? She is. I'm sure of it. Okay. Sie will uns damit irgendwas sagen. Wir können weitermachen, wir haben aber nichts Neues dazu bekommen, ne? Ja, wir fragen mal, was meinte die mit dieser Beziehung? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Okay, sie sagt also, dass wir uns da jetzt keine wilden Schätzungen hier hingeben sollen, sondern wir sind einfach zwei Leute, die sich getroffen haben und per Definition ist das eine Beziehung miteinander. Okay. Wir fragen jetzt mal, dass es Leute dort gibt, die denken, dass die Welt beenden wird, das Ende der Welt sein wird und was sie dazu sagt. Don't just tell her that. Okay, der Erzähler ist direkt wütend, dass wir ihr das nicht sagen sollen. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Okay. So, die Frage, wie lange ist sie schon hier unten? Warum lacht sie einfach? Ist das der Grund, warum sie mich hier unten reingeworfen haben? Ich will doch keinen verletzen. Ich mag die Welt, glaube ich. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Ja, sie erinnert sich aber kaum dran. Sie ist schon lange hier. Just how long has she been down here? Der Held fragt sich, wie lange sie schon hier ist. If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Okay, nein, warum ist sie denn so gefährlich? Ich hätte gehofft, du sagst mir das. Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start. Okay. Das Ende der Welt, beziehungsweise die Welt zu beenden, ist ziemlich viel zu tun für eine einzige Person. Ich wüsste mal nicht mal, wo man da starten soll. I believe her. Der Held glaubt ihr. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Der Erzähler sagt allerdings, sie muss es gar nicht wissen, wie, um es zu machen. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Okay, es geht um Vertrauen. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. Ja, da hat sie recht. Die uns gesagt haben, dass sie die Welt umbringt, haben uns nicht gesagt, wie sie es schafft. Und sie weiß auch nicht, wie sie es machen sollte. Und sie sagt halt schon direkt, dass wir es höchstwahrscheinlich auch nicht glauben. Sonst würden wir nicht reden. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Es gibt
Grund, warum wir das gefragt haben. Grund, warum wir zuhören, weil sie halt einen Punkt hat. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Ja, sie könnte uns jetzt jede Menge gute Sachen erzählen. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Hat sie recht. Was sollte ihr Wort wert sein in so einer Situation? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Und da greift der Erzähler direkt ein. Sie hat recht. Ihr Wort ist nichts wert. Like I said, it's all about trust. Blind trust. Blindes Vertrauen. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Okay. Der Erzähler sagt uns, es geht hier nicht um Vertrauen, sondern es geht um Risiko. Wie lange ist sie schon hier unten? Too long. Zu lange. Okay, das war eine kurze Antwort. Okay, ich glaube, wir haben genug geredet. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here. Okay, wir haben 3 Möglichkeiten. Wir können sie entweder umbringen, wir können die Ketten mal untersuchen, um sie zu befreien mit dem Hintergrund, oder wir lassen sie hier noch ein bisschen eingesperrt, um sie besser kennenzulernen. Wir versuchen es mal mit dem Weg des Helden. Oh, you have to be kidding me. Willst du mich verarschen? You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Okay, wir gehen also zu den Ketten, die sie festhalten und They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. ja, die sind einfach zu schwer, zu solide, zu hart, um überhaupt irgendwie vorstellbar die kaputt zu brechen. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Okay, sie meint, der Schlüssel wäre vielleicht oben und der Erzähler meint direkt, bezweifelt er, wenn die Prinzessin hier wegsperren wollen, damit sie nie wieder das Tageslicht sieht, dann würden sie nicht einfach oben in der Hütte den Schlüssel lassen. Okay, wir gehen erstmal hoch und checken mal. I'll be here. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, Your ne? way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Okay, wir wurden jetzt eingesperrt hier. Is someone else here? Ist hier jemand? Wir können jetzt die Tür uns mal angucken. Wir können zurückgehen oder wir können einfach mal rufen, ey, lass mich hier raus. Das machen wir auch erstmal. Your shouts and pleas are met with silence. You're Ja. here to slay the princess and you won't leave until the task is... Okay. Könnte sein, dass der Narrator uns eingesperrt hat? Ich weiß es nicht. Wir untersuchen mal die Tür. Try the door, but it's locked. I'll repeat myself once again. You're here to slay the prince. Okay, ja. Also, sehr wahrscheinlich hat der Narrator uns eingesperrt. Wir gehen wieder You runter. make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Okay. Easier for whom? Dieser Fuhu, ja, genau, richtig. Easier for everyone. Leichter für jeden. I Okay. heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Ja, die haben uns auch hier eingesperrt. The knife. Pick it up and cut me out of here. Sollen die jetzt echt? You won't like what happens if you do that.
Na, dir wird nicht gefallen, was passiert, wenn du das machst. Komm, jetzt ziehen wir es auch durch. Save the Princess. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm, Oh, just Mann. above the massive, unyielding chain. Guck mal, was wir für Klauenhände haben. Ein richtiger Mensch sind wir aber auch nicht, ne? Auf jeden Fall schneiden wir jetzt den Arm ab. You cut into her flesh. Wir schneiden in ihr The Fleisch. blade is sharp, and you make quick work of it. Before long, you're able to crack through bone, and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. Okay, sie zieht also ihren Arm jetzt da einfach raus und, ja. She didn't so much as utter a sound. Sie sagt nicht ein einziges Wort. Sie ist total still dabei. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Okay, sie ist frei und jetzt dreht sie sich zu uns. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Ja, jetzt kriegt der Held ein bisschen Zweifel, und zwar, wie sie so gefasst sein kann, dass sie ihren Arm verloren hat. Sie fühlt sich noch nicht mal gestört davon. Thank you. Now let's get out of here. Danke. Und jetzt gehen wir hier raus. Okay. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Okay, wir wollen also gerade zur Tür gehen und der Erzähler sagt uns, dass das nicht passieren darf. Er selber kann uns nicht entkommen lassen. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Was? Der Erzähler bringt uns jetzt dazu, dass wir die Klinge aufheben und unseren Arm hochheben? Das heißt, er hat Gewalt über unseren Körper? Wait, this isn't fair. You can't just do that. Der Held beschwert sich direkt, dass er das nicht darf. Watch me. Schaut zu. Ach, du Scheiße. Warn her. Okay, wir können sie slayen und wir haben einmal warnen. Wir ziehen das durch, wir warnen sie. Stop that. Hör auf damit. I thought this was a little too easy. Ich dachte, das war ein bisschen zu einfach. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Okay, dadurch, dass wir sie gewarnt haben, schätze ich zumindest mal, konnte sie gerade so noch entkommen, ausweichen. Stop it! Stop resisting me! I am trying to get you out of here alive. Okay, wir sollen uns aufhören zu wehren. Er will versuchen, dass wir hier lebend rauskommen. Schau dir mal die Hand von uns an. Ist schon ein bisschen gruselig. Resist können wir nochmal wählen. The blade. Move the blade. Die Klinge. Bewegt die Klinge. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Okay. Sie sieht, dass wir versuchen zu helfen. I'll make this quick. Ich mach das schnell. She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Sie nimmt uns einfach die Klinge weg. Maybe I'll see you in another life. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Okay, sie hat uns gerade die Kehle durchgeschlitzt. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. Okay, sehr schön. This is the end, isn't it? Das ist das Ende, oder? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. I hope it was worth it. Ja, ich fürchte, das ist das Ende. Alles wird dunkel, du stirbst. Ich hoffe, das war's wert. Kapitel 2. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And Okay. in the basement of that cabin is a princess. The Princess. Ich speichere das mal. Das war jetzt der erste Run, den wir hatten. Das war jetzt zumindest eine Möglichkeit, wie wir ihr helfen. Es gibt vielleicht noch andere, ich weiß es nicht, aber
Von den Auswahlmöglichkeiten her soll es zumindest viele Möglichkeiten geben. Für diese Folge war es aber. Ich weiß noch nicht, ob ich noch eine zweite davon mache oder ob ich das als Stream einfach mache. Das hier lasse ich erstmal so als ein angezockt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über Likes, Abos und natürlich auch Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Madet Jod, schwenkt Rot, grüß euch J. Ich bin fort.